Wir sind gerade auf dem Haufe X360 Summit und haben live bei uns am Stand Dominikus von Develop. Dominikus wird uns gleich zusammen mit Dirk erzählen, wie das Dokumentenmanagement jetzt noch besser in Haufe X360 integriert ist und welche neuen Side-Panels es gibt. Ich bin gespannt. Ja, danke Inga und hallo Dominikus. Hallo Dirk. Wir sind hier in Freiburg auf dem Haufe Summit 2026 und ihr habt hier ein richtiges Feuerwerk gestartet. Ja, in der Tat. Wir freuen uns, hier sein zu dürfen auf dem Haufe Summit und zeigen zu können, wie sich die Anbindung von Develop Documents an das ERP Haufe X360 jetzt weiterentwickelt hat. Total spannende Dinge. Wir haben neue Pakete geschnürt. Lass uns mal drüber reden. Ja, also du hast hier alle überrascht, ja, weil jeder dachte jetzt, er kennt die Integration und da arbeitet man ein bisschen an Qualität oder sonst noch was. Aber wir hatten bisher ja 2 Pakete, ein kostenloses und ein Professional-Paket. Und jetzt haben wir plötzlich, ihr habt die nicht nur erweitert, sondern es kommen eine ganze Menge Möglichkeiten, die man dazu buchen kann oder die man alternativ noch on top machen kann dazu. Invoice, Riesenthema. Ich bin so gespannt. Erzähl mal ein bisschen mehr. Ja, gerne. Also wir haben natürlich weiterhin das beliebte Light-Paket, so wie es jetzt heißt, mit der kostenfreien Integration unseres Develop Documents in X360. Laienlesender Zugriff, so wie wir das kennen, 500 GB Speicher in der Cloud gehören mit dazu. Dokumente werden jetzt, und das ist neu, auch in der Light-Variante schon im Side-Panel mit angezeigt, sodass man also zu den Belegen im X360 immer auch schon das Dokument dazugehörig sehen und einrichten kann. Ich habe sogar gesehen, wenn man jetzt direkt an den Kunden geht oder an den Lieferanten, dass da ein neues Side-Panel ist, dass alle Dokumente, die es zu diesem Partner gibt, dass die da aufgelistet werden. Auch das, also gerade die Funktionalität, sich einen Überblick zu verschaffen, jetzt nicht nur den Einzelbeleg zu sehen, sondern die gesamte Akte und alle Belege, die zu diesem Kunden gehören, einzusehen. Das ist noch schon ein großer Vorteil, weil das natürlich einem sofort den gesamten Überblick gibt und die Recherche abkürzen kann. Ja, das gucken wir uns gleich nochmal im Detail am Bildschirm an. Das kann uns Arne mal vorstellen, der hat sich das hier genau zeigen lassen. Es gibt aber jetzt noch Zusatzpakete, die musst du uns erklären. Advanced gibt es. 1 und 2. Ist richtig. Also es gibt ja neben dem Lite auch noch Basic, so wie es jetzt heißt. Und das Basic, das unterscheidet sich vom Lite dadurch, dass es jetzt 1000 GB Speicher in der Cloud mitbringt und dass man als Anwender jetzt auch die Möglichkeit hat, Dokumente manuell noch abzulegen. Also man hat schreibende Drag and Drop. Super. Und was auch ganz spannend sein könnte für viele Kunden, man kann zusätzlich zu dem Aktenplan, der im Standard verfügbar ist, auch weitere Kategorien, Dokumentarten hinzufügen, was es einem ermöglicht, vielleicht auch Verträge noch zu nutzen oder eine Maschinenakte aufzubauen oder ähnliches. Das kann also sicherlich auch nochmal ein ganz spannender Punkt sein. Und natürlich ist auch weiterhin die Rechnungserkennung möglich. Und da ist jetzt eine signifikante Verbesserung noch dazugekommen. Wir werden diese Rechnungserkennung jetzt mit Stammdatenunterstützung machen aus dem ERP, werden direkt die Stammdaten für die Erkennung herangezogen. Lieferantennummer, Kontierung, Adresse, ist alles bei euch im Develop vorhanden? Korrekt. Zieht ihr euch raus? Und kennt ihr schon, sodass dass die Erkennung halt viel besser funktioniert? Richtig, die Erkennung wird jetzt nicht nur anhand der OCR und KI vorgenommen, sondern es wird nochmal validiert gegen die korrekten Daten aus dem ERP und das macht gerade die Erkennung zum Beispiel von Positionsdaten und ähnlichen Dingen deutlich besser. Und da können wir uns schon drauf freuen, auf die neue Funktionalität. Ich weiß, dass mir der Arne gleich auch nochmal zeigen will, dass ihr auch in der Lage seid, jetzt schon die Bestellungen rauszuziehen und die verwendet ihr auch? Ist es richtig. Wenn eine Bestellnummer auf dem Beleg vorhanden ist, dann wird die erkannt, auch in dem Prozess und daran hängen natürlich dann auch die Positionsdaten und können ausgewählt werden. Also das ist ein Punkt, Und das nennt ihr Basic? Das ist Basic, ja. Das ist ja hoffentlich. Das ist schon eine ganze Menge. Ja. Dann lass mal weiter gucken. Nee, guck mal weiter. Also, weil wir ja auch verstanden haben, dass durchaus Bedarf ist, auch darüber hinaus noch weitere Funktionalitäten anzubieten. Auch das Dokumentmanagementsystem Develop Documents bietet ja
noch viel mehr als das, was wir jetzt in Basic hier angeboten haben, haben wir weitere Pakete geschnürt. Du hast gerade schon angesprochen, Advanced heißt ein Paket, das besteht aus 2 Einzelteilen. Der eine Teil wird beinhalten unser Develop Invoices, also den Eingangsrechnungsprüfungsprozess. Also das ganz große Paket für den mit Workflow, mit allem? Mit Rechnungsmonitor, mit Workflow, mit regelbasiertem Workflow. Ja. Und das aus X360 integriert? Aus X360 integriert. Das aber nicht umsonst, hoffentlich. Nein, das wird sicherlich einen Preis haben, natürlich. Das ist ja eine sehr umfangreiche zusätzliche Möglichkeit, dort effizient zu arbeiten. Und das wird natürlich seinen Preis haben. Ist der Premium-Rechnungsleser schlechthin. Ja, also absolut. Schön, dass du das auch so siehst. Das haben wir ganz genauso. Ich glaube, das sehen eure Wettbewerber auch genauso. Dass das Paket tatsächlich auch verfügbar ist. Ne? Das ist also ein Upgrade, was angeboten werden kann und schon klar auch im Plan steht. Und daneben wird es auch noch eine Möglichkeit geben, in den Dokumentenaustausch zu treten, beispielsweise auch mit Steuerberatern über Datev-Unternehmen online. Die Anbindung von Duo an das DMS wird es ermöglichen, dass Belege dann auch nach Duo in die Cloud exportiert werden. Das heißt, ihr holt die Eingangsrechnung, die ganzen Dokumente, Ausgangsrechnung habt ihr ja auch im System, verarbeitet die alle und dann schiebt ihr die automatisch auch noch zur Datev rüber, so dass wenn das gewünscht ist, so dass der Steuerberater die Dokumente hat? Direkten Zugriff hat über seine gewohnte Umgebung und dort jetzt kein Austausch mehr per E-Mail oder Ausdruck im schlimmsten Fall und Post erfolgen muss. Ja? Großartig. Das ist Advanced 1 und 2. Das sind die Pakete Advanced 1 und 2. Ja. Und wem es dann immer noch nicht genügt, und das Develop-Portfolio enthält ja auch noch viel mehr Leistungsmerkmale, beispielsweise unsere elektronische qualifizierte Signatur mit Develop Sign oder unser Develop Process, eine voll ausgestattete Umgebung für regelbasierte Workflows zum Aufbau eigener Prozesse, Mitzeichnungsworkflow, Urlaubsprozesse, all das, was im Unternehmen vielleicht auch ganz speziell an Prozessen da ist, kann man damit abbilden mit einem. Das heißt, ich kann in Zukunft dann auch einfach hingehen und sagen, ich lege einen Vertrag an, ich möchte jetzt mit dir irgendwie eine Zusammenarbeit machen und dann schicke ich dir den Vertrag digital rüber, du unterschreibst mit Sign. Das heißt, ich brauche auch gar kein, ich nenne die jetzt gar nicht mal anderes Sign-Produkt mehr von irgendwelchen amerikanischen Herstellern oder von wem auch immer, sondern das ist in der deutschen Cloud vom deutschen Hersteller, von dem Anbieter, von dem ich mein Dokumentmanagement habe. Genau so ist das. Voll integriert, Signaturlösung. Ja. Und das Schöne ist, wie du jetzt gerade schon erwähnt hast, zukünftig kann ich dann also aus meinem Haufe X360 heraus Dokumente direkt digital signieren oder, und dann wird es sicherlich spannend, auch anderen zur Signatur vorlegen. Und das muss jetzt kein Teilnehmer aus dem Unternehmen sein, sondern es kann auch jemand extern sein. Ja. Und die Signaturlösung bietet das eben an. Und durch die volle Integration auch unserer Anwendungsoberflächen ist das eben auch direkt aus X360 heraus möglich. Ja, ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, was eigentlich mit so einem Dokumentmanagement alles noch möglich ist. Und Signatur ist ein Thema. Wir haben Process, unsere Prozess-Engine, also die Workflow-Prozess-Engine. Wir haben Vertragsmanagement und verschiedenste andere Lösungen, die dann alle individuell natürlich noch hinzugebucht werden können. Das gehört zum großen Paket. Und da habt ihr ja auch die KI nochmal mit drin, ne? Korrekt, ja. Die KI ist noch mit drin, also man kann sich seine Dokumente, man kann mit seinen Dokumenten chatten oder mit der ganzen Akte und deren Inhalt, sodass man sich sehr, sehr schnell einen Überblick über neue Vorgänge verschaffen kann. Ich habe mal mit Michael Fahrwerk dazu ein Video gemacht, was ihr plant zum Thema KI. Ich glaube, da machen wir nochmal ein eigenes. Wir gucken uns jetzt mal an, wie der Arne uns zeigt, wie die Integration in X360 aussieht, aus der X360-Perspektive, was ihr da mit Haufe gebaut habt. Und ich sage dir ganz, ganz lieben Dank. Und ich bin schon gespannt aufs nächste Jahr. Ja, freuen wir uns. Danke dir. Tschüss, zurück zu Inga. Ciao. Arne, du bist unser Spezialist. Moin. Nach Bremen. Du bist unser Spezialist und zeigst uns jetzt zunächst mal so ein bisschen, wie ich das Ganze vorkonfigurieren kann, richtig? Ja, genau. Also diese neue Schnittstelle ist nicht nur einfach ein kleines Update, sondern das ist wirklich eine komplett neue Integration mit neuen Möglichkeiten. Ich habe viel mehr Einstellungsmöglichkeiten und kann hier zum Beispiel in den Screen-API-Einstellungen, da müssen vorab noch Einstellungen vorgenommen werden, aber hier habe ich die ganzen Belege, die synchronisiert werden. Erstmal kann ich da vorab schon festlegen, was will ich überhaupt synchronisieren, was will ich nicht synchronisieren. Das ist individuell einstellbar und dazu kann ich immer noch sagen, ich möchte Anhänge jetzt mit synchronisieren. Und zwar zu jedem Dokument individuell, nur die Anhänge zum gesamten Dokument oder auch Positionsanhänge sogar. Und ganz wichtig, ich kann festlegen, bis zu welchem Datum zurück ein historischer Sync stattfinden soll.
Das heißt, bis zu welchem Datum alle Dokumente einmal mit den vorhandenen in Develop synchronisiert werden. Das ist hier schon alles, was ich hier einstellen kann. Zusätzlich. Das sind jetzt die Voreinstellungen, die mache ich einmal als Administrator. Das kann ich allerdings auch zwischendurch noch anpassen, kann auch erstmal nur kleinere Fenster machen, einzelne Belege. Das ist komplett individuell steuerbar. Und was auch neu ist, ich habe das schon mal geöffnet hier bei den Develop-Einstellungen, habe ich jetzt auch die Möglichkeit zu sagen, in welchem Zeitfenster überhaupt ein historischer Sync laufen soll. In der alten Version lief der 24 Stunden. Hier kann ich sagen, nur zur Nachtzeit zum Beispiel. Kann ich dann auch nachvollziehen, was im System passiert ist, dass ich, falls irgendwelche Fehler passieren oder es irgendwelche Abbrüche gegeben hat, dass ich rausfinden kann, wo auf es jeden jetzt Fall. hin? Auch das war ja ein Schwachpunkt wirklich in der alten Integration. In der neuen Version habe ich mehrere Möglichkeiten, mir anzugucken. Erstmal kann ich sehen, was passiert in den Prozessen. Da wird immer hinterlegt, was gerade für ein Prozess läuft, welche Synchronisation läuft. Dann gibt es die Protokolle. Da steht immer drin, was gerade passiert ist, also nicht was ansteht, dass Benutzer synchronisiert worden sind, dass Bestellungen synchronisiert worden sind. Das Thema gehen wir gleich nochmal ein. Und ich habe auch noch die Synchronisationsobjekte. Da sehe ich tatsächlich ganz im Detail, welche Belege synchronisiert worden sind. Sowohl immer in Haufe X360 nachvollziehbar, als auch hier mit dem Link dann direkt in Develop, kann mir jedes Dokument einzeln angucken. Hier habe ich dann vor allen Dingen noch die Möglichkeit, auch Fehlversuche anzugucken und mir eine Fehlermeldung ausgeben zu lassen. Auch das war ein Wunsch von vielen. Das geht jetzt auch hier. Also auch die Kontrollmöglichkeiten sind vielfach besser. Das heißt, wir haben jetzt mal so das, was den Techniker interessiert, jetzt soweit abgehakt. Konfiguration, Logdateien. Dann lass uns doch mal in die Anwendung gehen. Wie ist denn die Sicht aus der Perspektive des Anwenders und was ist da neu? So, auch da gibt es ein paar interessante Neuigkeiten. Du hattest es schon erwähnt, auch einmal, dass es hier jetzt die Möglichkeit gibt, bei Kunden und Lieferanten auch ein Zeitpanel mir anzeigen zu lassen. Ich war jetzt ein bisschen vorschnell, habe das schon einmal geöffnet. In diesem Zeitpanel sehe ich sämtliche Dokumente, die zu diesem Kontakt, nenne ich es jetzt mal, zum Kunden oder Lieferanten, es geht auch bei Geschäftspartnern in X360, bisher aufgekommen sind. Hier ist ein Angebot aus dem CRM, also wirklich alle Dokumente, die zu diesem Kunden in dem Fall gehören, sehe ich hier auf einen Blick in einer Liste und kann durch Klicken darauf mir auch jedes Dokument anzeigen lassen. Das finde ich schon mal richtig klasse. Ja, ganz genau. Das ist letztendlich auch die Kundenakte, wie sie auch jetzt vorher schon in Develop war. Nur dazu musste ich in Develop, in die Suche, in die Übersicht gehen. Hier habe ich es ganz schnell auf einen Blick. Zweite Neuerung, die es gibt, ist bei den Bestellungen. Bei den Bestellungen die Bestellung, da war ja bisher das Problem, dass, wenn wir Rechnung bekommen haben, dass ich die einzelnen Positionen Produkten zuordnen musste und so weiter. Und dass die Bestellung und die Rechnung, dass ich die nicht so leicht zusammenführen konnte. Genau. Wie ist das jetzt gelöst? Also der erste Schritt ist dass die Bestellungen jetzt auch synchronisiert werden, also von Haufe X360 an Develop übergeben werden. Dementsprechend habe ich hier auch ein Zeitpanel, in dem mir die einzelnen Bestellungen dann die Dokumente angezeigt werden. Das Wichtige ist hier aber gar nicht das Dokument, sondern eben, wie du schon sagst, die Daten, die hier hinterlegt sind, die Metadaten, die werden nämlich jetzt auch neuerdings an Develop übertragen. Und zwar sowohl die Lieferantendaten, die Stammdaten zum Lieferanten, als auch die einzelnen Positionsdaten. Und das ist dann im Rechnungsleser ein riesen Fortschritt. Das heißt, ich bestelle einen Artikel, bekomme später die Rechnung dazu und durch den Bezug zur Bestellung weiß Develop, welcher Artikel das ist und kann jetzt viel exakter das zuordnen und sozusagen diese Bestellung erfüllen. Bisher funktionierte das nur über OCR und KI und aber auch viel manuelle Eingabe. Jetzt ist es so, dass wirklich der Lieferant komplett erkannt wird, weil er in den Stammdaten hinterlegt und vor allen Dingen ganz besonders die Bestellpositionen aus der Rechnung, die werden zwar durch OCR ausgelesen, aber sie werden abgeglichen, weil in den Kopfdaten, ich gehe da nochmal eben einmal zurück, auch eine Bestellnummer ist hier unten. Und mit diese Bestellnummer sorgt dafür, dass die Stammdaten in Develop, die da von Haufe X360 übertragen wurden, ausgelesen werden und die Bestellpositionen hier Stück für Stück füllen.
Kontrollieren muss ich sie immer noch. Also ich kann es nicht einfach blind übernehmen. Es kann auch durchaus mal sein, dass mal eine Zeile nicht erkannt wird oder so, aber ich habe keine Notwendigkeit mehr, wirklich jede Zeile einzeln einmal manuell abzulegen. Super Vorteil gegenüber der alten Welt. Ja, okay. Das heißt, wir haben jetzt eine neue Lösung, die mir Side-Panels bietet, zum Beispiel für eine Kundenakte. Es gibt aber ja noch mehr Side-Panels, richtig? Die Side-Panels selber haben sich im Prinzip zur alten Version nicht geändert. Ich habe für die Ausgangsbelege die Side-Panels für Aufträge, für Lieferscheine, für Ausgangsrechnungen, für Eingangsbelege, diese Eingangsrechnungen, neu für die Bestellung. Das sind die Side-Panels, die es bisher gab, bis auf die Bestellung. Die bleiben auch so bestehen. Okay. Das heißt, wir haben jetzt die Kundenakte, wir haben die Bestellung. Was ist noch neu in der neuen Lösung? Neu ist die Erweiterbarkeit letztendlich. Da hattest du ja mit Dominikus auch schon drüber gesprochen, dass es da für die Zukunft auch weitere Ausbaupakete noch geben wird. Für diese jetzt, wie sie heißt, Basic-Version, was ehemals Professional war, sind das die wesentlichen Neuerungen, die ich jetzt gezeigt habe. Okay. Gut. Das Ganze ist jetzt bisher produktiv, soweit ich weiß, ja nur bei den Partnern. Haufe hat das in Freiburg gezeigt. Wir sind ja jetzt schon wieder zu Hause, du in Bremen, ich in Stemwede. Das ist ausgerollt. Die Partner haben das mittlerweile implementiert. Wann kommt die neue Lösung zu den Kunden? Die ersten Pilotkunden sind tatsächlich schon auf dem System. Und das Ausrollen startet jetzt im Juni. Das soll laut Haufe abgeschlossen sein bis Ende Juni, also enges Zeitfenster. Das klingt sehr, sehr sportlich. Arne, ganz lieben Dank für diese Insights. Dann würde ich sagen, zurück zu Inga. Ne? Tschüss. Ganz vielen lieben Dank für diesen tollen Überblick, ihr drei. Wir haben natürlich unten in der Beschreibung zum Video noch die anderen Videos verlinkt, die wir bisher zum Develop Dokumentenmanagement veröffentlicht haben. Und wenn du noch Fragen haben solltest, findest du da unten auch unsere Kontaktdaten und darfst natürlich gerne auf uns zukommen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann hinterlass uns auch gerne ein Like oder einen Kommentar und abonniere unseren Kanal. Bis bald!